Moin Leute, von Tesoro, einer recht jungen Firma, zumindest im deutschsprachigen Raum, haben wir ein kleines Package erhalten. Darin befanden sich die Shrike Gaming Maus und das dazu passende Gaming Mauspad, das Aegis X2. Ob diese beiden Produkte miteinander harmonieren und was sie sonst noch so können, seht ihr jetzt. Das Stoffmauspad von Tesoro trägt den Namen Aegis X2, ist das zweitgrößte Mauspad der Reihe und hat eine etwas ungewöhnliche Form. Das Mauspad ist 236 mm breit, 237 mm tief und 3 mm dick. Insgesamt 4 Mauspad-Größen können erworben werden. Auf der Oberseite ist das Tesoro-Logo zu sehen, auf der Unterseite fehlt trotz Versprechen auf der Verpackung eine fühlbare Gummierung, die das Mauspad zuverlässig an seinem Ort hält. Mit der flachen Hand lässt sich dieses nämlich sehr leicht verschieben. Bei normalen Mausbewegungen bleibt aber das Mauspad an Ort und Stelle. Die Kanten sind sauber geschnitten und scheinen sauber verklebt zu sein. Aber ein Nicht-Ausfranzen der Kanten ist nicht zu garantieren. Auf dem Mauspad kommt jede Maus klar. Der Startwiderstand ist zum Beispiel mit der Shrike aus gleichem Hause eher gering. Bei anderen Mäusen, je nach Art der Pads auf der Unterseite der Maus, größer. Der Reibwiderstand ist für ein Stoffmauspad gut, kommt aber an ein Kunststoffmauspad nicht heran. Mit den Fingerspitzen sind kleine Unebenheiten auf dem Mauspad ausmachbar, die das Zocken aber nicht unbedingt beeinträchtigen. In der trapezförmigen Verpackung befinden sich neben der Maus eine kleine Mappe mit Treiber-CD, Quickstart-Guide, Informationen zu anderen Tesoro-Produkten und eine Anleitung, wie die beiliegenden Gewichte genutzt werden können. Diese sind in einem kleinen Kästchen mit Aufdruck des Tesoro-Logos aufbewahrt. Die Tesoro Shrike ähnelt direkt aus der Verpackung eher einer edlen Office-Maus. Auf der Oberseite sind Kunststoffe im gebürsteten Alu-Look in Verbindung mit Klavierlackoptik zu finden. Dabei fühlt sich die Oberseite sehr gut an und schwitzende Hände sind hier eher nicht zu befürchten. Das relativ schmale Mausrad besitzt eine Chromoptik und ist teilgummiert. Leider weist die Vernickelung bei unserem Testmuster kleine sichtbare Unebenheiten auf. Das Mausrad lässt sich aber super scrollen und besitzt weiche Rasterstufen. Vor allem bei schnellen Scrollen fühlt sich diese Eigenschaft sehr angenehm an, da nicht zu viel Kraft aufgewandt werden muss. Der Druckpunkt des Mausrades ist etwas zu hart gewählt und ein seitliches Scrollen ist nicht möglich. Weiterhin auf der Oberseite ist die Taste zum Ändern der DPI-Zahl versteckt, die ohne Aufdruck als solches nicht zu erkennen wäre. Auch hier wäre ein weicherer Druckpunkt ebenfalls schöner gewesen. Die Seiten sind größtenteils gummiert, fühlen sich sehr angenehm an und bieten optimale Griffigkeit. Die linke sowie rechte Maustaste sind etwas geschwungen, sodass sich Mittel- und Zeigefinger sehr darauf wohlfühlen. Die Druckpunkte beider Maustasten sind gut. Links neben der linken Maustaste sind noch 2 weitere zu finden, die, genauso wie die 2 Daumentasten an der Seite, in der Software individuell belegt werden können. Alle 4 Tasten haben einen guten Druckpunkt, nur die Tasten neben der linken Maustaste sind bei Betätigung etwas laut und klingen daher etwas minderwertig. Unangenehm fühlt sich auch das weite Abspreizen des Zeigefingers an, um an die 2 Tasten neben der linken Maustaste zu gelangen. Die Maus fühlt sich aber unter der Hand sehr gut an, auch nach mehrstündigen Zockersessions. Dort, wo meist der Handballen sitzt, ziert noch das Tesoro-Logo die Maus. Links sowie rechts fahren Leisten in Klavierlackoptik von vorn nach hinten, die darunter eine LED-Beleuchtung vermuten lassen. Diese steckt aber im Inneren der Shrike und ihr Licht strahlt dezent und nur durch die kleinen Ritzen und Spalten um das Mausrad und der DPI-Taste. Wird die Shrike nicht bewegt, so pulsiert die LED-Beleuchtung, die in 144 unterschiedlichen Farben in der Software eingestellt werden kann. Der mit 5600 dpi auflösende Maussensor auf der Unterseite der Shrike liegt mit seiner DPI-Zahl eher im Mittelfeld, macht aber eine gute Figur, auch bei spiegelnden und durchsichtigen Untergründen. Auch gleitet sie dank der 3 schwarzen Pads sehr gut über diese hinweg, fühlt sich aber bei unseren Tests auf einem Kunststoff-Mauspad am wohlsten. Weiterhin auf der Unterseite ist eine Taste, die bei Betätigung eine kleine Lade aus der Maus schießen lässt, in der die mitgelieferten Gewichte in Chromoptik eingelegt werden können. So ist ein Anpassen des Gewichtes der Maus auf die eigenen Gewohnheiten und Bedürfnisse möglich. Leider lagen unserem Testmuster nur 10 Gramm Gewichte bei. Das hatte zur Folge, dass nur 3 der 4 Gewichte eingelegt werden konnten. Der letzte Platz der Lade scheint für ein 5 Gramm Gewicht gemacht zu sein, denn mit 40 Gramm bestückt passt diese nicht in die Maus. Diese Vermutung bestätigt auch die dafür vorgesehene Anleitung und die Spezifikation auf der Tesoro Internetpräsenz. Die Tesoro Shrike ist von der Form symmetrisch aufgebaut. Somit ist die Maus wenigstens teilweise auch für Linkshänder geeignet, denn die Daumentasten sind für einen Linkshänder nicht nutzbar. Das vollumsleevte Mauskabel, an dessen Ende ein vergoldeter USB-Stecker sitzt, ist zwar etwas dünner als das der Konkurrenz, aber dadurch auch viel flexibler. Die mitgelieferte Software bietet alles, was eine Software für eine PC-Peripherie bieten muss, kann aber in Sachen Design und Übersichtlichkeit nicht mit der Konkurrenz mithalten. Alle Tasten sind frei konfigurierbar. Es lassen sich zum Beispiel Makros, Programmstarts, Änderungen der DPI-Zahl sowie Windows- und Media-Player-Funktionen auf die Tasten legen. Des Weiteren können Makros erstellt und abgelegt, die DPI in 6 Stufen eingestellt und Einstellungen zur LED gemacht werden.
Außerdem kann die sogenannte Lift-Off-Distanz eingestellt werden, also die Distanz, ab welcher Höhe über dem Mauspad die Maus nicht mehr reagiert. Alles kann in 6 Gesamteinstellungen gespeichert werden, zwischen denen in der Software gewechselt werden kann. Wie üblich kann alles in Profilen abgespeichert werden. Leider reagiert die Software vergleichsweise eher langsam und benötigt etwas Zeit, Einstellungen zu übernehmen. Kommen wir zuletzt natürlich zu meinem Fazit. Zuerst einmal zum Mauspad. Meiner Meinung nach ist das Aegis X2 eher ein durchschnittliches Mauspad. Vor allen Dingen enttäuscht hat mich die fehlende, wirkliche Gummierung auf der Unterseite, die das Mauspad sicher auf dem Schreibtisch hält. Für 12 € ist diese Version zu haben, die kleinere Version für 9 und 2 größere Varianten gibt es auch noch, natürlich auch im Preis gestaffelt. Kommen wir aber mal zur Maus. Meiner Meinung nach eine wirklich schöne Maus, designtechnisch ansprechend. Haptik ist wirklich sehr gut gefallen, hat mir auch die Mauspads auf der Unterseite, die super schnell auf einem Kunststoff-Mauspad umherflitzen. Kleinere Mängel gibt es in der Verarbeitung, Ausstattung und im Treiber, aber das war's auch schon. Meiner Meinung nach sind die 50 € für die Maus eigentlich ganz gut angelegt. Das war's hier von mir, von der Review. Hat euch die Review gefallen, dann gebt uns natürlich einen Daumen hoch, besucht unseren Kanal, abonniert den Kanal und besucht uns natürlich auch auf Facebook. Das war's hier von mir. Bis zum nächsten Mal.